das Internet so gestalten, dass nicht in großem Umfang Online-Radikalisierung stattfindet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man gegenüber den sozialen Plattformen wie zum Beispiel X mal endlich mit Härte vorgeht, nämlich die Attentäter in letzter Zeit haben sich überwiegend übers Internet radikalisiert. Und deshalb da mal drüber reden, welche Maßnahmen kann man sich gemeinsam vorstellen, dass diese Radikalisierung beendet wird. Hey Leute, Anton Hofreiter von den Grünen will mal wieder durchgreifen. Dieses Mal bei den sozialen Medien. Er redet über Hetze und Radikalisierung. Aber ist er nicht selber einer der größten Hetzer? Und als ob das nicht reicht, er möchte noch mehr Geld für die Ukraine ausgeben und das am besten beim Straßenbau und der Bahn einsparen. Unsere Straßen sind ja nicht schon marode genug, oder? Wie kann man nur so verblendet sein wie Herr Hofreiter? Bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's. Ja, guten Morgen auch nach Köln und herzlich willkommen im Frühstart, Herr Hofreiter. Guten Morgen. Wir haben es gerade gehört, morgen findet das zweite Treffen mit der Union zum Sicherheits- und Asylpaket statt. Und es liegen schon wieder neue Forderungen auf dem Tisch. Die Rede ist von einer Obergrenze. Die Debatte kennen wir eigentlich schon. Glauben Sie, dass es diesmal eine Chance hat, dass es tatsächlich eine Obergrenze gibt? Ich glaube, Frau Merkel hat damals als Kanzlerin alles dazu gesagt, nämlich es braucht nicht Forderungen, sondern wenn, dann braucht es Dinge, mit denen man Probleme lösen kann. Und die Obergrenze ist schlichtweg eine Forderung, aber keine Methode, um irgendwas umzusetzen. Nämlich ist es unklar, was mit diesen Menschen dann passieren würde, wenn diese sogenannte Grenze erreicht wird. Und wenn es dann heißt, man weist einfach an den deutschen Grenzen zurück, dazu muss man sich da im Klaren sein. Wir sind als Deutschland eingebunden in die Europäische Union. Wir sind vollkommen ökonomisch abhängig von der Europäischen Union. Das hätte das Potenzial, den Binnenmarkt zu sprengen und damit die Wirtschaftskrise, die nicht einfach ist im Moment, komplett eskalieren zu lassen. Also Sie sagen, anders als die Union, die ja immer wieder sagt, nein, das kriegen wir hin mit unseren europäischen Partnern, das würde wirklich die Europäische Union sprengen. Diese Gefahr sehen Sie? Diese Gefahr ist eindeutig da. Denn, wie gesagt, unsere Partner in der Europäischen Union haben alle durchaus auch große Herausforderungen. Und die Union ignoriert dabei vollkommen. Sie hat 16 Jahre regiert, hat auf europäischer Ebene keine Regelung zum gemeinsamen Asylrecht hinbekommen. Jetzt unter der Ampel sind diese Regelungen hinbekommen, die GEAS. Mit manchen waren wir Grüne nicht einverstanden, aber man hat es gemeinsam geschafft. Und jetzt sollte man die erstmal anwenden, bevor man die Axt an den Binnenmarkt legt und damit Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland gefährdet. Also Zurückweisungen an der Grenze sind mit den Grünen nicht zu machen, sagen Sie? Ich glaube, es ist mit Europarecht in der Form nicht zu machen. Und es besteht die Gefahr, wie gesagt, dass wir die Axt an das Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik legen und Millionen insbesondere von Industriearbeitsplätzen gefährden. Welche Lösungen können Sie denn dann anbieten? Sie haben ja gerade gesagt, es braucht konstruktive Lösungsvorschläge. Können Sie sich zum Beispiel mit dieser Taskforce, die ja auch die Kommunen jetzt fordern, anfreunden? Wir brauchen auf alle Fälle eine stärkere Unterstützung der Kommunen, insbesondere auch eine finanziell stärkere Unterstützung. Und wir sollten konsequent das, was gemeinsam europäisch verabredet worden ist, die GEAS jetzt anwenden, nämlich... Aber Herr Hofreiter, das dauert ja noch. Die Menschen fordern ja Lösungen jetzt. Ja, aber die sind jetzt Gesetz. Und es gibt ein Riesenbündel an Maßnahmen. Und die Maßnahmen sind, wie Sie selber gesagt haben, noch alle gar nicht umgesetzt. Und lass uns erstmal die beschlossenen Maßnahmen umsetzen, bevor man immer neue Maßnahmen fordert, die dann vielleicht auch nicht umgesetzt werden, sondern, wie gesagt, jetzt die beschlossenen Maßnahmen umsetzen. Und dann muss man natürlich auch mal endlich anfangen, Fluchtursachen zu bekämpfen. Davon ist ja überhaupt nicht mehr die Rede. Wenn man allein an die Ukraine denkt, wo Russland systematisch die Energieinfrastruktur zerbombt und deshalb die Gefahr ist, dass Hunderttausende von Menschen im kommenden Winter fliehen müssen. Und wir könnten, wie gesagt, endlich auch mal wieder anfangen, systematisch über Fluchtursachenbekämpfung sprechen. Aber wie gesagt, es gibt Unmengen Maßnahmen, lass sie uns endlich umsetzen. Über die Ukraine sprechen wir gleich noch mal. Aber das heißt, das Treffen morgen braucht es eigentlich gar nicht, wie die Union auch sagt, weil sie sagen, zusätzliche Maßnahmen sind gar nicht drin mit uns. Ja, selbstverständlich sind zusätzliche Maßnahmen drin, die europarechtlich umsetzbar sind, die nicht Millionen von Arbeitsplätzen gefährden, wie zum Beispiel die Kommunen brauchen eine stärkere Unterstützung. Aber wie gesagt, was ich nicht für sinnvoll halte, ist am Ende Millionen von Arbeitsplätzen zu riskieren, den Zusammenhalt der Europäischen Union zu riskieren, den Binnenmarkt zu sprengen. Nämlich all das ist am Ende mit in der Debatte, was die Union da vorschlägt. Ich halte es ehrlich gesagt für unverantwortlich, während man gleichzeitig auf europäischer Ebene endlich eine Regelung gefunden hat, vorher noch nicht einmal einem halben Jahr. Das heißt aber, Sie sagen, das Treffen morgen braucht es nicht.
Ich glaube, das Treffen morgen, da sollte darüber geredet werden, was wirklich sinnvoll ist. Und es geht ja auch um Sicherheitspolitik. Ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass wir endlich das Internet so gestalten, dass nicht in großem Umfang Online-Radikalisierung stattfindet. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man gegenüber den sozialen Plattformen, wie zum Beispiel X, mal endlich mit Härte vorgeht. Nämlich die Attentäter in letzter Zeit haben sich überwiegend übers Internet radikalisiert. Und deshalb da mal drüber reden, welche Maßnahmen kann man sich gemeinsam vorstellen, dass diese Radikalisierung beendet wird. Dann sprechen wir einmal noch über den Haushalt. Auch der steht ja diese Woche an. Und all diese Maßnahmen kosten ja auch Geld. Wir brauchen Personal für all das. Glauben Sie, dass der Haushalt, so wie er jetzt auf dem Tisch liegt, beschlossen wird? Oder würden Sie da noch mal rangehen? Also der Haushalt ist ein Vorschlag des Kabinetts. Eine der zentralen Kompetenzen des Parlaments ist das Haushaltsrecht. Und Haushalte werden durchs Parlament grundsätzlich verändert. Das gab es noch nie, dass ein Haushalt vom Parlament so beschlossen worden ist, wie er vom Kabinett vorgeschlagen worden ist. Und deshalb bin ich sehr der Meinung, dass das Parlament an diesen Haushalt noch mal rangeht, weil es da eine ganze Reihe von Problemen noch in dem Haushalt gibt. Dann ganz konkret, welche Probleme sehen Sie? Sie fordern ja immer mehr Geld für den Wehretat, mehr Geld für die Verteidigung. Wer muss dafür bluten? Wo muss man an anderer Stelle dafür kürzen? Wir müssen mehr Geld für den Wehretat ausgeben. Wir brauchen mehr Geld, unter anderem auch für die Unterstützung der Ukraine, weil das auch unsere eigene Sicherheit ist. Außerdem auch Fluchtursachenbekämpfung, wenn man ehrlich sein soll. Und ich glaube, dass am Ende man den Haushalt etwas erhöhen muss noch. Denn das hat man im letzten Jahr auch gemacht. Da ist vorgeschlagen worden 4 Milliarden für die Unterstützung der Ukraine. Am Ende waren es 7,1 Milliarden. Und in so einem großen Haushalt ist, wenn wir ehrlich sein soll, relativ viel Flexibilität drin. Wenn der Finanzminister will, dann kann er schon. Das heißt aber, an welcher Stelle muss gekürzt werden? Welche anderen Personen, welche Sozialleistungen? Wer muss leiden, wenn mehr Geld in den Wehretat fließt? Da muss nicht unbedingt jemand leiden, denn wie ich schon gesagt habe, in diesem Haushalt, in so großen Haushalten ist relativ viel Flexibilität drin. Aber wenn wo Sie mit sehen Sie die Zinshöhen Flexibilität? agieren, wenn Sie mit auch Verschuldungsgrenzen nochmal agieren, wenn Sie im Bereich der Bahn, im Bereich der Autobahngesellschaft, am Ende haben Sie immer etwas Flexibilität drin. Das heißt aber, Sie würden eher diese Koalition noch mal an den Rand ihrer Belastungsfähigkeit noch mal treiben und diesen Haushalt noch mal durchdiskutieren, als jetzt eben zu sagen, wir beschließen das, worauf man sich einigen konnte. Das ist ja schon ein Minimalkompromiss. Wie gesagt, das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Der Haushaltsausschuss hat bis jetzt jeden Haushalt verändert. Und das ist auch gut so. Und in der Regel hat das Parlament die Haushalte besser gemacht in einer ganzen Reihe von Punkten, als wie das Kabinett das vorgeschlagen hat. Einen Haushalt aufzustellen, ist das zentrale Recht des Parlaments. Anton Hofreiter, vielen Dank für heute Morgen. Und damit zurück